Hallo, schön, dass ihr auch zu unserem zweiten Aquatank-Video dabei seid. Wie ihr seht, bin ich hier, meine Stimme leider nicht. Aber das ist in dem Fall halb so tragisch, denn wie bereits im letzten Video angekündigt, habe ich mir ja heute Unterstützung hergeholt, und zwar Kevin von Aquadicted. Kevin, schön, dass du hier bist. Hi und herzlich willkommen auch ihr zu Hause. Ja, ist ganz ungewohnt, heute nicht auf unserem Kanal, sondern auf dem offiziellen Sera-Kanal. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Stimme ist heute leider nicht so präsent, aber dann machen wir es einfach so, ich übernehme das Gerede und ich darf auch noch was anderes übernehmen. Also ich bin ganz stolz hier für euch ein Aquarium einrichten zu dürfen. Also es wird ein trocken eingerichtetes Becken, was hier bei euch im Studio stehen soll, und wir werden das jetzt soweit durchziehen. Ich habe allerdings ein bisschen getrickst und mein Layout schon etwas zusammengestellt, denn die Zuschauer von uns wissen, ich bin sehr, sehr unentschlossen, und bis das mal irgendwann so aussieht, dass ich zufrieden bin, kann es eine Weile dauern, und wir wollen jetzt hier keinen 5 Stunden Titanic-Epos machen, sondern das Video soll fertig werden. Deswegen habe ich das Hardscape im Groben und Ganzen schon mal aufgebaut. Wir gehen jetzt mal rüber und dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über die Materialien, die wir verwenden werden oder die ich verwenden werde. Erzähle euch nochmal einen kleinen Trick, wie ihr die Steine miteinander verbindet und was es sonst noch so zu beachten gibt und was wir hier vor allen Dingen verwenden, denn das sind ja eure tollen Sera-Produkte. Los geht's, würde ich sagen. Ja, Kevin, erzähl uns doch mal, was du hier gebaut hast und was du dir dabei gedacht hast. Das ist ein Layout, was vorhin in knapp einer halben Stunde entstanden ist. Und zwar habe ich aus dem, was wir hier zur Verfügung haben, mir die Steine rausgenommen und jetzt eigentlich intuitiv was gemacht. Also man könnte jetzt im klassischen Sinne sagen, beim Aquascaping ist es ein Iwagumi, weil es ist ein reiner Steinaufbau. Dann würde aber unten komplett nur ein Bodendecker als Bepflanzung dazukommen. Wir wollen uns jetzt hier aber gar nicht so eng an irgendwelche Richtlinien oder irgendwelche typischen Muster halten. Das ist jetzt mehr so ein Freestyle-Aquarium, und das werden wir jetzt gleich mal weiter bearbeiten, weil es ist ja nur der Rohbau, der hier drin steht. Ich habe jetzt hier von euch ein bisschen was zur Verfügung bekommen, und zwar diese schöne Auswahl, die hier steht, diese Grey Mountain Rocks und die Scaper Roots. Ja, eigentlich wusste ich ja vorher noch gar nicht, was mich hier erwartet, deswegen war das vorhin auch eine wirklich intuitive Geschichte. Und ihr habt die in 3 Größen, also Sera bietet das Ganze in 3 Größen an, und hier kann man sich entscheiden, okay, klein, mittel oder groß, und die haben einen Stückpreis. Ich hatte eigentlich erst die großen mit verbaut und mich dann aber irgendwie für eine größere Konstellation mit wenigen großen und mehr mittleren und kleinen entschieden. Das wirkt halt räumlicher in dem Aquarium, weil einfach durch der kleinere Stein macht das Aquarium größer. Also wenn natürlich viel mehr Details drin sind, sieht das halt auch anders aus, als wenn man jetzt nur 3 große Steine da reinlegt. Das bringt ja auch nicht wirklich Dimension, Perspektive und Tiefe rein. Und das war eine ganz hübsche Auswahl, deswegen sind es die geworden. Über die Wurzeln hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht, aber vielleicht basteln wir die dann auch noch mit dazu. Bodengrund haben wir uns entschieden für diesen Anthrazit-Gravel. Also es gibt ja von Sera 8 verschiedene Sorten Bodengrund. Der ist eigentlich mit so der beliebteste. Gibt es dann auch zum Teil noch unter anderen Namen, sieht dann halt ähnlich aus. Aber ich denke, der passt ganz gut dazu. Und in der Konstellation wird das Ganze wahrscheinlich ziemlich hübsch werden. Zu den verschiedenen Steinsorten, die Sera anbietet, hat ja der Sascha Heuer auch schon ein schönes Video gemacht. Das würde ich jetzt vielleicht als erstes empfehlen, sich mal anzuschauen, wenn ihr zu Hause natürlich noch nicht genau wisst, welche Steinsorten ihr verwenden wollt. Denn da gibt es Unterschiede. Manche zum Beispiel härten das Wasser auf, andere nicht. Dieser Stein, den ich hier verwendet habe, dieser Grey Mountain Rock, ist einer von den Steinen, die das Wasser aufhärten. Also man sollte immer darauf achten, je nachdem, was an Besatz dazukommt, also sowohl Pflanzen als auch Tiere, vertragen die das nicht. In dem Fall ist es ja ein trocken eingerichtetes Aquarium, das heißt, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Etwas anderes, dafür ist der Sascha ja auch sehr bekannt, ist das Steine miteinander verkleben. Da ich jetzt aber hier das Aquarium einrichten darf, klaue ich ihm mal den Content und zeige euch jetzt, wie ihr die Steine hier miteinander verklebt. Gibt es aber auch viele, viele andere interessante Videos dazu. Und ich nehme mir mal hier die Pinzette von Sera zur Hand, die Floretool P, die ja noch ganz neu verpackt auf ihren Einsatz wartet. Und ich habe einen flüssigen Sekundenkleber und diese kleinen Wattefilter zur Verfügung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ganz wichtig, das Ganze muss
Zellulose sein, sonst funktioniert die Methode nicht. Und der Sinn dahinter ist jetzt eigentlich, diese Konstruktion hier zu stabilisieren. Denn auch im laufenden Betrieb, wenn man ein Aquarium pflegt, wenn man mal die Oberfläche der Steine abschrubben möchte, wenn man mal dagegen kommt beim Mulmabsaugen, kann es immer passieren, dass das Ganze dann in sich zusammenbricht und das wollen wir auf keinen Fall haben. Deswegen wird das Ganze jetzt, bevor wir zum Kies kommen oder zum Bodengrund, einfach erstmal miteinander verklebt und das mache ich jetzt mit dieser Methode. Das Ganze funktioniert, indem die Watte ein Kissen zwischen diesen beiden Steinen oder den Oberflächen bildet, die man miteinander verbinden möchte. Der Kleber reagiert mit der Watte und das Ganze wird dann im Idealfall in wenigen Sekunden, manchmal kann es auch länger dauern, steinhart und verbindet die beiden Steine miteinander so fest, dass sie jetzt nicht einfach auseinanderfallen. Ganz wichtig ist noch, das Ganze an strategischen Stellen zu machen, also nicht nur 1 oder 2 Stellen, denn dann gibt es ja immer noch sowas wie eine Hebelwirkung. Es kann immer passieren, dass dann so eine Klebestelle wieder aufbricht. Deswegen ist es wichtig, mehrere Stellen zu verkleben. Damit das Ganze auch nicht auffällt, ist es immer ratsam, beispielsweise von diesen Steinen ein bisschen Abrieb zu nehmen oder ein feines Pulver, was vielleicht in der Steinkiste unten liegt. Man kann auch feinen Sand nehmen, um dann diese Klebestelle einfach zu kaschieren. Das Ganze sorgt auch dafür, dass die Reaktion schneller stattfindet und insgesamt eben unauffälliger ist. Wir verkleben das Ganze jetzt einfach erstmal miteinander und kaschieren dann hinterher, so dass es aussieht wie aus einem Guss. Und das werden wir jetzt tun. Wir beginnen mal mit der Stelle hier unten. Die Steine, wie gesagt, liegen jetzt nur nebeneinander und der ist hier auch nur oben drauf gelegt. Also wenn man es nicht weiß, könnte man denken, das ist eine Konstruktion. Aber vieles lässt sich halt auch im Nachhinein machen, was dann insgesamt einfach wie ein Stein aussieht. Wenn man zum Beispiel noch ein bisschen Höhe braucht, sieht man hier ganz gut. In der einen Ecke habe ich auch einen kleinen Stein auf den großen gesetzt und siehe da, schon sieht das Ganze komplett anders aus. Wenn alles miteinander verklebt und verbunden ist, ahnt niemand mehr, dass das viele kleine Steine sein könnten. Und so kann man das Ganze dann auch etwas visuell tricksen und einfach insgesamt natürlicher machen. Denn das ist erlaubt beim Aquascaping. Es geht ja um einen schönen visuellen Effekt im Nachhinein. Und manchmal ist es eben so, dass dann halt auch mal an einer Stelle irgendwas dazugebaut werden muss. Weil, das sage ich auch immer, der perfekte Stein oder die perfekte Wurzel, die findet man selten. Und deswegen muss man es einfach selber bauen. Wenn das Ganze reagiert, entsteht Wärme und es steigt Rauch auf. Also das fällt wirklich auf. Man sieht dann instant so eine kleine Rauchfahne aufsteigen. Wichtig, bitte nicht die Augen drüber halten oder tief einatmen. Das reizt die Schleimhäute extrem. Das ist auch an gut belüfteten Orten einfach sinnvoll zu machen, also nicht in einem kleinen Raum zu Hause. Wir haben jetzt hier einen relativ großen Raum zur Verfügung, von daher bin ich da relativ sicher. Und ich warte eigentlich immer ab, bis eine Stelle ausgehärtet hat und dann mache ich die nächste. Es kann je nach Temperatur oder Luftfeuchtigkeit mal länger dauern oder schneller gehen. Was ich festgestellt habe, Wärme und Luftfeuchte, wenn die höher ist, beschleunigt die Reaktion. Im Zweifelsfall kann man sich dann auch mal einen kleinen Föhn zur Hand nehmen und das Ganze etwas beschleunigen. Aber bitte denkt immer daran, es steigen Dämpfe auf. Die wollt ihr nicht in der Nase und auch nicht in den Augen haben. Deswegen lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ihr die Klebestellen kaschieren könnt. Dieses Aquarium bleibt ja jetzt im Prinzip trocken, da kommt kein Wasser rein. Das heißt, die Stellen werden auch nicht so sehr auffallen. Wenn man aber Wasser reinmacht, dann werden die meistens weiß, also wirklich auffällig weiß. Und jetzt zeige ich es euch mal anhand dieser Klebestelle hier. Die habe ich jetzt noch nicht geklebt, also die Watte steckt aktuell nur drin. So, und das wird jetzt erstmal transparent, wenn ich den Kleber drauf mache. Aber in dem Moment, wo er aushärtet, wird er halt weiß. Also unter Wasser auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen, ein paar Krümel aus so einer Kiste. Und wenn das natürlich ganz, ganz fein ist, funktioniert das am allerbesten. Wenn es etwas gröber ist, kann es natürlich sein, dass es nicht ganz so gut haftet. Aber man sieht es schon, die Stelle sieht auf jeden Fall wesentlich weniger auffällig aus, wenn diese Steinchen da dran hängen. Oder mal einen größeren kann man da auch reinklemmen. Und das beschleunigt die Reaktion zum einen und zum anderen ist es eben auch wesentlich weniger auffällig, weil das dann wirkt wie aus einem Guss. Und wie gesagt, ich kann auch ein einzelnes kleines Steinstück mit Pinzette da reindrücken, dann härtet das auch mit aus und es fällt nicht so sehr auf. Es ist im Endeffekt wirklich eine Sache, für die es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu investieren und auch noch mal ein zweites Mal reinzudrücken, den Stein, wenn er beim ersten Mal nicht hält. Das zahlt sich aus, weil das Ganze im Nachhinein dann halt
weit weniger auffällt. Und wenn man so von Weitem schaut, sieht es eben gar nicht mehr aus wie geklebt, sondern als wäre es halt ein Konstrukt. Und je mehr Zeit ihr investiert und je mehr ihr auf die Details schaut, umso filigraner wird das Ganze. Und dann ist es eben am Ende wirklich ein extrem facettenreiches Layout, was am Anfang vielleicht gar nicht so wirkt, wenn man eine Kiste Steine vor sich hat. Also ich habe auch, als ich vorhin hier zum Anfang gestartet habe mit so 2, 3, 4 Steinen, noch nicht komplett das finale Layout im Kopf gehabt. Aber jetzt finde ich es eigentlich doch ganz gelungen. Und ja, es ist erstaunlich, was man so zaubern kann. Und es ist eben immer ein Unikat. Layout ist fertig, ist verklebt, ist stabil. Bist du zufrieden? Mehr als das, Kevin, ja. Ich bin wirklich beeindruckt, was du hier in so kurzer Zeit gebaut hast. Respekt, Hut ab. Also ganz so kurz war es nicht, für euch war es kurz. Jetzt kommen wir zum Bodengrund. Es gibt verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen. Also es gibt verschiedene Arten Bodengrund, je nachdem, was ihr auch kultivieren wollt im Aquarium. Die klassische Variante, was wir auch den Einsteigern immer empfehlen, ist halt der Bodengrunddünger. Das ist so ein Sand-Torf-Nährstoffgemisch. Der kommt dann unten rein, der Kies oben drauf. Wir werden jetzt aber vorne den Bodengrund nur ganz, ganz flach gestalten und nach hinten ansteigen. Deswegen werde ich in dem Fall das Floridepot nicht mit reinbauen. Sera hat allerdings noch ein anderes interessantes Produkt in einem Eimer, der eigentlich fast genauso aussieht. Aber der Inhalt ist komplett anders. Und zwar im Floridepot ist der Siporax Mini als Bakteriensiedlungsmöglichkeit. Und das Ganze gibt es hier einzeln, aber das ist noch etwas aufgewertet. Und zwar ist der Siporax weiß und das Ganze ist so grau-rot. Das heißt, das ist mit Eisen angereichert. Man kann es aber auch ganz pragmatisch einfach nur als Möglichkeit sehen, den Bodengrund hinten höher zu gestalten. Kennen ja viele von euch mit diesem Vulkangranulat, was man dann 1 Million Mal waschen muss, bis es einigermaßen sauber ist. Das Ganze hier könnt ihr auch so einfüllen. Also das ist im Endeffekt ein Bodengrundaufbau mit Mehrwert. Wenn man das Ganze mit einem Bodenfluter, also einem Bodenheizkabel kombiniert, kriegt man eine extrem gute Denitrifikation hin im Boden. Also Nitrat wird auch abgebaut. Da gibt es dann auch Versuchsreihen dazu. Und es kommt eben Sauerstoff in den Boden. Also das Ganze ist grob porös und dadurch, dass das Wasser dann zirkuliert, warmes Wasser steigt auf, kühles Wasser sinkt ab, kann das Ganze zirkulieren und dann habt ihr eben einen biologischen Filter im Bodengrund und das funktioniert zum Teil wirklich extrem effektiv. Wir bauen es jetzt hier rein, also es wird niemals filtern, weil eben kein Wasser reinkommt, das wird kein laufendes Aquarium. Zum Vorführen ist es trotzdem ganz gut. Packen wir das Ganze jetzt hier rein. Mein Plan wird sein oder ist, dass wir den Bodengrund vorne flach einfüllen, nach hinten ansteigen lassen, also nach rechts und nach links. Und hier bleibt es wieder etwas flacher. Und dann könnten wir entweder puren Bodengrund verwenden, also in dem Fall nicht Bodengrunddünger, sondern diesen anthrazitfarbenen Naturkies. Braucht halt mehr, wenn man nur den verwendet. Und mit dem Bodengrundaufbau, sprich dem hier als Unterbau, brauche ich natürlich weniger davon und ich kriege mehr Höhe rein und das Ganze hat eben diesen besagten Mehrwert. Und das Ganze werde ich jetzt tun. Ihr könnt das so einfüllen oder, jetzt gibt es noch einen Pro-Tipp von mir, es gibt ja diese Filtermedienbeutel oder auch Netzbeutel und damit kann man verhindern, dass sich das Ganze überall hin ausbreitet und dafür sorgen, dass es wie ein großer Sandsack wirkt. Also als Unterbau, der an einer Stelle beispielsweise auch einen Stein nach oben bekommen kann. Also ihr könnt einen Stein auch da drauf setzen und dann wird das Ganze eine gewisse Höhe aufbauen, ohne dass der Unterbau eben noch ein Stein sein muss. Denn ich hatte ja vorhin erwähnt, die Steine hatten bei Sera einen Stückpreis, was einfach eine gute Überschaubarkeit mit sich bringt. Also wenn ihr im Laden steht und jetzt Steine kauft, die nach Gewicht abgerechnet werden, dann kann das gut und gerne mal möglich sein, dass an der Kasse eine große Überraschung und große Augen kommen. Hier könnt ihr dann einfach rechnen, okay, Stein S, Stein M, Stein L kosten so und so viel und jetzt habe ich jetzt 5 Stück verwendet, jetzt brauche ich nochmal 5 dazu, alles klar, passt ins Budget oder passt nicht und dann habt ihr einen besseren Überblick. Das nochmal als Info am Rand. Und jetzt packen wir das Ganze mal hier rein. Das wäre jetzt eine Variante und die kleinen aufgewerteten Siporax-Stücken bleiben da, wo sie sind. Und auf die andere Seite fülle ich es jetzt einfach mal so ein. Da werdet ihr aber dann natürlich sehen, dass sich das Ganze etwas verteilt.
weil die sind ja auch rund und glatt und schieben sich dann zur Seite. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal beide Varianten zeigen. Der nächste und eigentlich final letzte Schritt ist der Bodengrund selbst und den füllen wir jetzt ein. Ich finde, so ein dunkler Bodengrund hat auch immer diesen Flusslook. Das sieht aus wie ein natürliches Flussbett. Und der Kontrast zu den grauen Steinen sieht schon gut aus. Ich fülle jetzt erstmal eine gleichmäßig hohe Schicht ein und dann punktuell an den Stellen, wo noch Platz ist, etwas mehr auf. Vor allen Dingen zwischen den Steinen, da fallen ja auch einige Kieskörnchen dazwischen. Das frisst meistens etwas mehr Material, als man denkt. Übrigens gibt es eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt einen Bodengrunddünger nicht verwendet, wie man Pflanzen lokal düngen kann. Also Bodengrunddünger ist ja ein Gemisch, was im Endeffekt überall ist. Und wenn ihr die Pflanzen nur punktuell düngen möchtet, geht das beispielsweise mit solchen Düngetabletten. Es gibt da so viele Sachen auf dem Markt, Düngekapseln, Düngetabletten, Kugeln, wie auch immer. Und damit könnt ihr sie lokal, also am besten mit Pinzette, tief in den Boden reindrücken, lokal an der Stelle düngen, wo die Pflanze wächst. Das nochmal als Zusatzinfo. Wir sind fertig. Bist du zufrieden? Mehr als das, Kevin. Ich bin schwer beeindruckt. Vor allen Dingen den Tipp mit dem Zigarettenfilter und dem Kleber fand ich sehr gut und mit dem Kaschieren. Man lernt halt nie aus. Hat euch sicherlich auch der Sascha schon gezeigt im Video vorher. Der ist nämlich eigentlich der Kleberspezialist, aber ich habe es mir heute mal ausgeliehen, die Methode. Also ich finde es auch gut, das ist hübsch geworden, dafür, dass es jetzt so eine spontane Aktion war. Und ja, mit meiner Schätzung kam ich auch hin, also fast 3 Eimer Bodengrund, nicht ganz. Jetzt kommt das Aquarium an Ort und Stelle, wo es dann auch bleiben wird. Dann kommt die Beleuchtung drauf und dann bekommt ihr noch ein paar schöne Impressionen vom fertigen Ergebnis. Wir sagen danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns vielleicht hier jetzt nicht unbedingt nochmal oder zumindest nicht gleich, aber ihr könnt gerne wieder reinschauen. Abonniert mal den Kanal, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ja, schaut mal, wie es hier weitergeht und was noch für tolle Videos kommen auf dem Kanal von Sera. Ich danke, dass ich heute hier sein durfte. Wir danken, dass wir in eurer Firma filmen durften und ja, wünschen euch jetzt noch viel Spaß mit dem tollen Becken und all dem, was noch kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao.